ein wunderbar herrliches Krustenbrot. Damit grüße ich dich recht herzlich. Wir machen heute ein fantastisches Brot und wie du da selber mit wenigen Handgriffen und auch Zutaten vorgehen kannst, das möchte ich dir jetzt gerne zeigen. So starten wir mit 350 Gramm Weizenmehl Typ 1050, dem gefolgt 150 Gramm Roggenmehl 1150, 10 Gramm Hefe und 240 Gramm warmes Wasser. Wir vereinen die beiden. Wundere dich nicht, dass meine Hefe so flüssig ist, aber ich hatte sie eingefroren und beim Auftauen verflüssigt sie sich. Das portionsweise Einfrieren klappt wunderbar. Jetzt verrühren wir das Wasser einfach. Und einen kleinen gehäuften Esslöffel an Zucker. Jetzt können wir das Hefewasser einmal stehen lassen für ein paar Minuten und dann geben wir in den Teig ruhig ungefähr 4 Teelöffel an Salz hinein und 100 Gramm Joghurt. Das wird nämlich dann den Teig richtig schön fluffig machen. Zu guter Letzt kommt das Hefewasser dazu. Nehme einen Rührer von eben, bis das Mehl mit dem Wasser ein wenig verbunden ist. Und jetzt beginnt die Handarbeit und dann wird daraus ein richtig schöner, fester Teig geknetet. Ich bemehle meine Arbeitsfläche, gebe den Teig darauf und dann knete ich den auf der Arbeitsfläche noch einmal kräftig durch. Ich arbeite immer ganz gerne mit den Händen, da merke ich nämlich, was für einen Wert ein Lebensmittel hat. Der ganze Prozess, das dauert jetzt ein paar Minuten und wenn der Teig dann soweit schön fest ist, fange ich an, ihn einmal zu falten. Auch noch, dann drehe ich mir eine schöne Kugel, um den Teig auf möglichst viel Spannung zu bekommen. Unten könnt ihr das Röschen sehen. Eine Schüssel, gebt da einen guten Schluck an Olivenöl hinein. Natürlich könnt ihr auch jede andere Öle nehmen. Da geht es letzten Endes nur darum, dass der Teig am Ende nicht allzu sehr an der Schüssel festklebt. Geben den Teig hinein. Und dann kann der Teig für 3 Stunden an einem warmen Ort ruhen. Wir decken den einmal ab. Das darf gerne über der Heizung sein, weil die Hefe mag es gerne kuschelig warm bei ungefähr 25 bis 30 Grad. So, inzwischen hat der Teig sogar 4 Stunden geruht, nachdem ich im Stau gestanden habe. Aber ihr könnt sehen, wie fantastisch der Teig aufgegangen ist. Wahnsinn, um ein Vielfaches aufgegangen. Ja, der ist wunderbar. So, dann bemehle ich jetzt einmal meine Arbeitsfläche und gebe ihn natürlich darauf. Hier kannst du sehen, wie butterweich der Teig aus der Schüssel gleitet, ohne zu kleben. Jetzt bemehle ich mir den Teig nochmal von oben. Und jetzt wird er nochmal kräftig durchgeknetet. Und wenn wir das dann haben, mache ich mir wieder eine schöne Kugel. Zieht also quasi den Teig von außen nach innen und hebt mit dem Teigschaber unten drunter, dass das eine schöne, wunderbare Form bekommt und vor allen Dingen der Teig Spannung bekommt. Ich habe mir jetzt einen Bräter diesmal fertig gemacht, bemehlt ihn von innen. Dann kann ganz problemlos der Teigling darin gegeben werden. Und jetzt machen wir uns ein schönes Muster in den Teig.
Ich habe mir dafür extra so ein Cuttermesser oder so ein Messerchen gekauft. Weil das Auge isst ja bekanntermaßen mit. Eurer Fantasie ist hier keinerlei Grenzen gesetzt. Weil das Auge isst ja bekanntermaßen mit. Und nachdem wir das Brot eingeschnitten haben, bestäuben wir das Ganze jetzt nochmal mit ein bisschen Mehl. Dann gibt es nämlich eine richtig schöne, ordentliche Kruste. Und dann kann man sich das Brot gleich doppelt so sehr schmecken lassen. Das Ganze, ihr werdet es euch schon denken können, lassen wir jetzt halt wieder mal ruhen für eine halbe Stunde. Deckel drauf, das war's. Der Teig hat jetzt nochmal 30 Minuten geruht und ihr könnt sehen, wie toll der nochmal aufgegangen ist. Und nun kommt er mit Deckel in den Backofen und heize diesen auf 200 Grad auf. So darf es dann für 45 Minuten backen und nochmal ohne Deckel für 10 bis 15 Minuten knusprig ausbacken. So ihr Lieben, das Brot war jetzt für 55 Minuten im Backofen. Und ihr könnt sehen, wie wahnsinnig toll das geworden ist. Super aufgegangen und mit einer tollen Kruste. Und ich hoffe, es schmeckt auch so. Und dann lassen wir das Brot auf dem Gitterrost auskühlen. Und dann schauen wir weiter, wenn wir es aufschneiden können. Super knusprig. Prima. So, jetzt können wir es langsam anschneiden. Das ist richtig schön kross und knusprig. Und einer wahnsinnigen, flaumigen Krume. Super, es riecht auch wunderbar. Herrlich. Das begeistert mich. Genau so muss gutes Brot schmecken und sein. Super. Na dann, ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Backen. Lasst es euch wie immer gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch. Frag mich nachher nicht, welches das Beste ist.